Tel Aviv, die zweitgrößte Stadt Israels. Und genau hier starte ich meine Reise durch 3 Länder. In diesem Video zeige ich euch unter anderem Camel Market und Jaffa. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon mal unseren YouTube-Kanal abonnieren, weil ich reise nach alle 197 Länder der Welt. Und Israel ist schon wieder das 23. Land, das ich besuchen werde. Michel und Jordi sind schon im Flieger am Chillen, weil wir fliegen von Amsterdam in circa 5 Stunden nach Ben Gurion Airport in Tel Aviv. Tja, Jordi ist noch immer im Flieger mit seinem Buch, lest noch immer. Und ich bin in Tel Aviv. Diese wunderschöne Aussicht. Wir haben hier ein Apartment bekommen. Werde ich euch gleich mal ein paar Bilder zeigen. Aber erst gehen wir in die Stadt. Es ist mittags 1 Uhr. Mit einem Kaffee genieße ich erstmal diese wunderschöne Aussicht. So Peter, als erstes suchen wir was zu essen, wie immer natürlich. Ja. Wir haben nämlich ganz schön Hunger. Ja. Nach dieser langen, kurzen Nacht brauchen wir jetzt erstmal Mampf. Sashimi. Zu Fuß starten wir unsere Tour durch Tel Aviv. Unser Apartment liegt direkt neben das Dizengoff Einkaufscenter und von da aus ist es ca. 15 Minuten Laufen bis zum Camel Market. Unterwegs bekommen wir schon die ersten Eindrücke der Stadt. Wir laufen jetzt durch bzw. über den bekanntesten Markt von Tel Aviv, den Camel Market, und es ist schon ein wahrer Genuss für die Nase. Der Camel Market ist Tel Avivs lebhaftester Marktplatz, der 1920 als bescheidener jemenitischer Markt gegründet wurde. Es wurde in den 1950er Jahren als der beste Ort in Tel Aviv bekannt, um frische lokale Produkte zu kaufen, und seitdem hat sich nicht viel geändert. Der heutige Markt bietet eine große Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten. So, wir laufen jetzt über den Markt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Märkte gesehen, aber diese ist echt cool. Man hat hier, wie heißt das? Kräuter. Man hat Essen, wie zum Beispiel Shawarma, was sie hier viel essen. Das ist ja alles koscher. Süßigkeiten. Und, viele Süßigkeiten. Also muss man auf jeden Fall, wenn man in Tel Aviv ist, hingehen. Camel Market. Und ich glaube, wir sind schon fast am Ende. Vom Camel Market geht es Richtung die alte Stadt von Jaffa. Zu Fuß läuft man ca. 30 Minuten. Und unterwegs läuft man durch Neve Tzedek. Neve Tzedek war das erste jüdische Viertel außerhalb der alten Hafenstadt Jaffa. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Neve Tzedek zu einer Oase für viele Künstler und Schriftsteller. So George, ist es 6:30 morgens? Nee. 7:30. 6:30 morgens. Champagner? Ja. Oh, lecker. Jordi? Jordi hat Rotwein und Peter hat Eine Kamera. Und ich hatte ein Bier. Wir sind jetzt im Tascha. Und Tascha ist das alte Bahnhofsgebäude von Jaffa und wir gehen gleich in die alte Stadt von Jaffa. Ja, dann ich habe einen Kaffee genommen. Prost Jungs. Prost. Das ist Wodka mit Saftgeschmack. Ich denke Rhabarberschnaps. Prost Jungs. Prost. Lachaim. 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 Oh. In één keer, ja? Lekker. Der Bahnhof von Jaffa war der erste Bahnhof im Nahen Osten und diente als Endstation der Eisenbahnstrecke Jaffa-Jerusalem. Der Bahnhof wurde 1891 geöffnet und 1948 geschlossen. So, wir laufen jetzt Richtung die Altstadt Jaffa, also die alte Stadt Jaffa. Und man muss ja sagen, dass Tel Aviv ja noch gar nicht so eine alte Stadt ist. Die Stadt Tel Aviv ist, glaube ich, in 1950 erst gebaut. Aber die alte Stadt von Jaffa ist älter und somit hat Tel Aviv sich an die Altstadt angeschlossen. So ist Tel Aviv eigentlich entstanden, kurz gesagt.
Die legendäre Hafenstadt Jaffa ist heute ein Teil von Tel Aviv und existiert seit mehr als 4000 Jahren. Die Stadt ist eine der ältesten Städte der Welt und in der Bibel gibt es viele Hinweise darauf. Jaffa heißt im Alten Testament Jaffo und im Neuen Testament Joppa. Der Name bedeutet schön. Jaffa war lange Zeit der einzige Hafen zwischen Ägypten im Süden und dem Golf von Akko im Norden. Heute wird der Hafen von Jaffa nur noch für Yachten und kleine Fischerboote genutzt. Das war jetzt ein Kurzbesuch in die Altstadt Jaffa und wir haben langsam Hunger. Wir werden jetzt zur Rothschildstraße, wenn ich es richtig behalten habe, fahren und da werden wir was zu essen holen. So, was mache ich jetzt, Peter? Oh, wir fahren jetzt mit dem Bus, fahren wir wieder ins Zentrum der Stadt und dann müssen wir essen, glaube ich. Ist schon wieder soweit. Wie viel kostet Ticket? Ticket 5 Euro, glaube ich, knapp pro Person. Und wie lange gilt das für? Ist das jetzt für eine Fahrt? Eine Fahrt, okay. So, wir sind wieder im Apartment und schon wieder am Trinken. Wo ist mein Wein? Wo ist mein Wein? Darf ich meinen Wein haben? So. Geef mij dat glas maar. Prost. Je hebt elke keer een Prost, George, Prost. Und wir haben Hummus. Prost. Prost. So, Peter, was ist der Plan? Wir essen jetzt Shawarma. Wurde uns wärmstens empfohlen und das machen wir jetzt auch. Was ist das noch? Ja. Dit is standaard in een pita broodje, deze shawarma. Wake up, wake up, Oh ja, wake please. Wenn man in Israel ist, ja, da muss man unbedingt Shawarma essen und Falafel. Und ich habe eine Kombi gemacht. Also Falafel sind die Kichererbsen püriert in der Fritteuse und Shawarma ist halt Fleisch. Jodi hat's, Mischa hat's, schmeckt hervorragend. Also, guten Appetit. Ja, één foto van maken. Nach ein fantastisches Shawarma-Falafelbrötchen machen wir uns auf den Weg zum Apartment, wo wir noch was relaxen werden. Also wir müssen jetzt ein bisschen entspannen, nach dem ganzen Tag durch Tel Aviv laufen. Also ich werde jetzt dafür sorgen, dass wir warmes Wasser in unsere Jacuzzi bekommen und dann werden wir ein bisschen relaxen mit einem Gläschen Wein und Diese Aussicht. den Abend genießen und den Ausblick. Komm Mann, Juli. Der Jacuzzi ist so kalt, dass ich jetzt Wasser gekocht habe und ich mache das mal ein bisschen dazu. Ja, ich kann rein, hij is warm. Mega gemütlich hier. Schönen guten Morgen, wie haben wir denn geschlafen? Na, was hast du denn da gekocht, Peter? Ja? Also das. Also Pita Brot mit Hummus. Mit wem? Mit Hummus. Dann ist das hier Puten. Pute, glaube ich. Käse. Und dann hat Michael das nochmal in der Pfanne schön warm gemacht. Peter, so Hummus, also, Hummus, ja. Tja, wo wir in Tel Aviv angefangen sind, werden wir Tel Aviv auch verlassen. Aus diesem wunderschönen Apartment. Wir haben gerade noch schön gefrühstückt. Und heute geht's weiter in Israel. Da werden wir erst per Bus, dann mit der Bahn Richtung Jerusalem fahren. Dann werden wir 2 Tage übernachten. Also das seht ihr alles im nächsten Video. Ich würde sagen, schön abonnieren und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Hallo, mein Name ist René Usinus von den Cappuccinos und wenn du unsere Videos cool findest, dann abonniert auf unserem Kanal. Ich werde nämlich alle Länder der Welt bereisen.